Wir sind bei der Gravel-WM in Löwen in Belgien und auf der Suche nach der neuesten Gravel-Technik. Und hier sind wir beim Canyon Collective gelandet, das seinen Standort hier aufgeschlagen hat und Gravel-Bikes, der Fahrer wartet, den Service macht. Und wir gehen mal rein und gucken, was wir finden. Wir sind beim Canyon Collective, die haben sich hier eingemietet in einen wunderschönen Bauernhof und die betreuen das ganze Collective mit Fahrrädern, mit Service für die Fahrräder. Und neben mir steht Sascha. Sascha, du bist Hi. Der Mechaniker des Teams. Genau. Teams kann man ja eigentlich nicht sagen, richtig? Wir versuchen dahin zu kommen, dass wir ein Team werden. Also irgendwann, wir leiten das alles in die Wege, sagen wir es so. Und vor uns steht das Bike von Jade Treffeisen. Viele erinnern sich vielleicht noch, dass Jade Treffeisen ganz lange in der Spitzengruppe war bei der Gravel-WM, bei der ersten Gravel-WM. Und hier fährt sie auch mit. Und wir gehen mal kurz ein bisschen die Details an dem Rad durch. Sascha, was ist besonders an dem Rad? Ist ein Canyon Grail CFR in unserer speziellen Artwork für die Profis, schwarz, mit so schönen schimmernden Elementen hier am Rad. Wir haben extra ein 37er Cockpit für unsere Athleten entwickelt. Normalerweise gibt es das Rad mindestens mit 40er Cockpit. Jade fährt auf der neuen SRAM Explorer Ausstattung. Wirklich schönes Teil. 46er Kettenblatt, 46er Kassette, 160er Bremsscheiben. Das ist es soweit, oder? Was wiegt das Rad so, wenn es hier so dasteht? Welche Rahmengröße ist es und was wiegt es? Das Rad ist Rahmengröße S, aber das Gewicht kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wir haben auch keine Waage dabei, weil wir können es ja nicht ändern. Also Wir hängen es gleich nochmal an die Waage, wenn wir dürfen. Jetzt sehe ich hier noch so ein paar Sachen, die aufs Rad draufgeklebt sind. Hinten, das ist eine... das ist eine CO2-Kartusche. Falls die Jade einen Platten hat, kann sie einfach schnell wieder Luft drauf pumpen und kann direkt weiter Gas geben. Vorne sind so kleine, sieht aus wie von einem Heavy-Metal-Film. Das sind Dyna-Plugs, da gibt es ein spezielles Tool für. Die kann man direkt in den Einstich reinstechen und der Reifen ist dadurch wieder versiegelt. Wo ist das Tool? Das Tool hat sie selber immer im Mann hinten in der Tasche. Das ist schon präpariert mit einem Dyna-Plug drin, die sind dann auf Ersatz. Dann kann sie während dem Fahren schon das Tool rausholen, den nächsten Rennen machen, falls wir nochmal Platten fährt. Apropos Platten, sind andere Reifen drauf als in der Serie, auch andere Laufräder, glaube ich. Jedenfalls die Reifen haben so einen blauen Streifen. Was hat es damit auf sich? Der blaue Streifen, das sind die gesponserten Reifen von Schwalbe. Die Athleten, die gesponsert sind, kriegen halt die Reifen mit blauem Streifen. Die sollen wohl ein bisschen stabiler sein. Ja. Also sie fährt G1 RS, den Race-Reifen mit so einem Semi-Slick-Profil in der Mitte. In 40 mm, ja. 40 mm, ja. Welchen Reifendruck? Bei Jade bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Bei Jade fährt in der Regel immer 1,8 bis 2 Bar. Je nachdem, welches Terrain und wo sie sich gerade befindet. Haben die Fahrer schon Recon gemacht, die Fahrerinnen? Alle sind durch mit, die weiblichen Fahrerinnen sind durch mit ihrem Recon. Die Jungs haben ja noch einen Tag mehr Zeit. Die werden morgen noch ein bisschen was fahren. Aber ansonsten ist alles vorbereitet für morgen. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. DT Swiss GRC 1100 Laufradsatz sehe ich hier noch dran. Außerdem wurden gerade Aufkleber drauf gemacht, noch auf die Kettenstreben, Ceramic Speed Lager. Ist das neu für dieses Rennen? Nee, eigentlich haben wir die immer drauf, aber der Rahmen ist neu. Und deswegen waren noch keine Aufkleber drauf. Das war alles ein bisschen Last Minute. Das haben wir noch organisiert bekommen und jetzt sind wir gut vorbereitet. Was kommt ins Staufach? Ins Staufach, da können wir gerne reingucken. Wir haben hier ein Mini-Tool, eine Luftpumpe für den äußersten Notfall und hier ist noch eine Tasche drin mit einer CO2-Kartusche, Reifenhebern und einem Schlauch. Das heißt, wisst ihr vielleicht, bei Gravelrennen, auch bei UCI-Gravelrennen, können sich die Fahrer nicht wie bei Straßenrennen aus einem Materialwagen helfen lassen, sondern die müssen sich selbst helfen. Und deswegen müssen ja auch das ganze Werkzeug selber mitnehmen. Es gibt auch wirklich unterwegs keine Materialdepots, oder? Das ist nicht ganz richtig. Es gibt Tech- und Feed-Zones. In den Feed-Zones darf nur Verpflegung gereicht werden. In den Tech-Zones darf man Reifen wechseln, das Fahrrad reparieren. Die Sachen übrigens, die kommen alle während dem Rennen raus. Die nehmen sie nur fürs Training mit. Im Rennen haben sie die nötigsten Sachen am Mann bzw. am Fahrrad rangepackt für einen schnellen Zugriff. Und so ein Tool, wenn du ein Tool brauchst, ist das Rennen, glaube ich, vorbei. Wenn du einen Schlauch brauchst, brauchst du nicht mehr antreten. Und ja, CO2-Ersatzkartusche, die nehmen wir halt mit. Ja, und wie lange braucht man, um so ein Rad fit zu machen? Wir haben jetzt, das ging heute relativ schnell, weil wir gestern alles fit gemacht haben. Also am Tag, 2 Tage vor dem Rennen machen wir das ganze Rad eigentlich fit, alle Lager, gucken uns alles an, was gemacht werden könnte, wo die Schwachstellen sind, das wissen wir jetzt ungefähr. Und am Tag vor dem Rennen
gehst du nochmal alles durch, aber bist halt relativ schnell fertig, weil du weißt, die Lager funktionieren, die Bremsen sind getauscht, alles ist entlüftet. Man kontrolliert alles nochmal, guckt, da die Schrauben festsitzen, aber ansonsten ist eigentlich das Gröbste schon getan. 10 Minuten? Vielleicht. Wir waren hier eben auch schon in der Stadt. Canyon hat ein eigenes Pop-Up-Café in der Stadt, direkt im Stadtzielbereich. Und ihr engagiert euch ziemlich stark, oder? Ja, wir wollen den Gravelsport vorantreiben. Wir sehen da großes Potenzial, wollen Teamstrukturen integrieren. Wir schauen, wo die Reise hingeht. Also ist jetzt schwer zu sagen, für alles Gravel neu. Gibt es seit 3 Jahren. Am Anfang war das alles ein bisschen stiefmütterlich. Langsam nimmt das alles Strukturen an und wir sind vorbereitet und wir gucken, was passiert. So, das war das Bike von Jade Treffeisen. Wir gucken mal, ob wir noch ein anderes Rad hier finden und dann geht's weiter. Und jetzt habe ich mir noch mal das Rad von Neath Bradbury rausgepickt und da gibt es ein paar Unterschiede zu dem Rad von Jade Treffeisen. Und zwar sind das einmal die Laufräder, SIP 303 Laufräder hier an Bord. Und ich habe auch mal die Reifen ausgemessen und die messen tatsächlich auf diesen breiteren Felgen auch 40 mm, also 40 mm steht drauf und 40 mm sind es auch. Also eher mit schmalen Reifen hier noch die Gravel Racerinnen unterwegs. Ansonsten noch interessant, sie fährt anscheinend mit Straßenpedalen, Time Straßenpedale. Und ja, ansonsten das gleiche Setup wie bei Jade Treffeisen. Übrigens auch noch interessant, das Rad von Peter Wackoc haben wir eben auch noch gesehen. Und er fährt auch ein einfaches Setup, aber hat vorne noch ein größeres Kettenblatt, nämlich ein 48er Kettenblatt drauf. Ja, und natürlich haben die Profifahrerinnen die Wahl, welche Sättel sie fahren. Und Nie fährt hier im Unterschied zu Jade ein SR Ergon Women. Ja, wir haben Tiffany Cromwell getroffen und sie ist die dritte der UCI World Series im Moment und recht aussichtsreich für morgen. Und wir haben gesehen, sie fährt Slicks und ich werde sie fragen, warum. Tiffany, you're riding Slicks I've seen on your bike. Can you explain us why? Yeah, well, I trialled it this morning on the first 40k of the course, and it's the setup that I raced last year here at the European Championships, and you know, it proved successful. It's a very fast course. There's obviously a lot of road, and a lot of the gravel is non-technical, and it's a risk for sure, but it's also a World Championship, so it's sometimes worth taking that risk. Like, I'm about 90% sure I'll use this tyre, but I'm still kind of weighing up 100% what my final decision will be. Okay, sie sagt, sie ist 90% sicher, dass sie diese Reifen auch fahren wird. Sie hat es schon ausprobiert bei der Europameisterschaft und kam damit gut zurecht. Und es ist natürlich ein Risiko, aber es lohnt sich manchmal eben, ein Risiko einzugehen und sie wird es wahrscheinlich tun. And Tiffany, what do you think tomorrow? What will be the decisive part of the course? It's hard to say, to be honest. I think there's not one real big decisive part. It will be depending how the dynamic of the race happens, you know, if there's any team elements or if we're racing a bit more one-on-one. For sure, you know, the main moves will be made towards the finish, but it's a very open race. There's like not one part that's like this is a point where it will explode. It's hard to say. Ja, sie sagt, es ist ein offenes Rennen, man kann wirklich keinen Punkt ausmachen, wo es wahrscheinlich entschieden wird und ja, sie ist selber sehr gespannt, wie es ausgehen wird und der entscheidende Move könnte eigentlich überall sein. Okay, dann haben wir jetzt noch das Rad von Caroline Schiff hier am Ständer gefunden. Hängt am Ständer, weil Caroline Schiff fährt ja nicht. Sie leidet noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung und wird erst zur Europameisterschaft wieder starten. Aber hier habe ich eine interessante Sache gefunden. Schwalbe-Reifen dran mit einem geschwärzten Logo. Und ich denke mal, es ist sowas wie ja, ein stärker profilierter Schwalbe G1 RS. Keine Ahnung, was damit auf sich hat. Interessante Sache. Ansonsten das Rad natürlich auch in einer spannenden Lackierung. Für den Unbound-Sieg hat Caroline eine extra Lackierung bekommen und ja, finde ich sehr schöne Details und mit diesen erdigen Tönen, die so ein bisschen an den Gravel erinnern sollen von Kansas und ja, gefällt mir sehr gut das Rad. Jade Treffeisen neben mir. Ich habe ihren Parforce-Ritt bei der ersten Gravel-WM gebannt mitverfolgt. Und Jade, denkst du noch manchmal selber daran zurück? Ja, klar. Also es wäre schon cool. Und da denkt man natürlich auch immer dran, wenn man dann wieder bei einer WM an Start steht, wie das damals gelaufen ist und was dann vielleicht auch mit bisschen Glück auch möglich sein kann. Was würdest du sagen, Jade heute, Jade von gestern, was hat sich bei dir verbessert? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sich meine Skills verbessert haben. Mein taktisches Verständnis hat sich bestimmt auch verbessert. Und einfach die Erfahrung auf Gravel hat sich verbessert, würde ich sagen. Du bist den Kurs schon abgefahren heute. Was bist du gefahren?
Heute bin ich tatsächlich nur noch 10 Kilometer auf der Strecke gefahren. Ich bin von hier zu Kilometer 72, bin dann bis 82 gefahren und dann wieder zurück. Einfach nur 1,5 Stunden locker. Wie würdest du den Kurs einschätzen? Ich würde sagen, es ist ein schneller Kurs. Er ist technisch nur an ein paar Stellen anspruchsvoll. Also ich würde sagen, man muss sich ein paar Stellen gemerkt haben, aber der Kurs wird dann einfach durch das Feld anspruchsvoll, würde ich sagen, und die Dynamiken, die dann auf der Strecke entstehen. Wir haben ein paar Stellen, die dann vielleicht noch ein bisschen matschig sind. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen mehr abgetrocknet, aber das ist, glaube ich, eher so der Wechsel an Untergrund. Also wir haben ein bisschen Cobbles, wir haben Asphalt, wir haben ein bisschen Matsch, wir haben ausgetrocknete Pfützen, wir haben schnellen Waldgravel, wir haben ein bisschen von allem, würde ich sagen. Dein Rad von damals, dein Rad von heute, was sind da die wichtigsten Unterschiede? Ich würde sagen, einmal General überholt. Gut, ich bin ja bei der ersten WM auf dem Inflight gefahren, was ich sagen muss, auch super geklappt hat. Aber jetzt bin ich natürlich auf dem Grail. Ich bin damals Shimano gefahren und noch zweifach. Jetzt fahre ich SRAM einfach. Und das ist für mich einfach jetzt natürlich nochmal ein perfekteres Setup. Also gefällt dir besser? Einfach gefällt dir besser? Ja, es ist einfach, man muss sich nicht so viele Gedanken machen über die Schaltvorgänge. Man droppt die Kette nicht, man ist einfach die ganze Zeit auf einem Blatt und die Range reicht völlig aus. Und die Gangsprünge? Passt für mich trotzdem perfekt. Also habe ich mich nicht zu beschweren. Was rechnest du dir für morgen aus? Ich war letzte Woche krank mit Erkältung. Bin jetzt froh, dass ich Anfang der Woche wieder fit geworden bin und die Beine mittlerweile jetzt auch ein bisschen besser drehen. Wobei ich mir trotzdem die Vorbereitung anders vorgestellt hätte. Ich versuche einfach, morgen alles zu geben. Wobei es sicher auch nicht einfach wird mit den ganzen Straßenfahrerinnen. Also da sind halt welche dabei, die immer in großen Pelotons fahren. Haben wir die Skills auf Gravel-Strecken oder machen das vielleicht häufiger, aber ich denke, gute Klassikerfahrer werden das auf jeden Fall bestimmen. Also ich glaube, es wird spannend. Ja, viel Glück für morgen. Ja, danke. So, und jetzt haben wir noch das Rad von Tiffany Cromwell. Gerade eben habe ich mit ihr gesprochen. Hier steht schon das Rad. Besonders interessant, sie fährt Slick-Reifen als vielleicht, wie sie sagt, einzige Fahrerin im Peloton morgen und sind 38 mm breite Schwalbe Pro One und sie hat eben gesagt, sie fährt so mit rund 2 Bar und sie ist sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Also sie ist sich ziemlich sicher, dass das ein richtiger Vorteil ist, weil zum Beispiel der letzte Teil des Kurses zu 90% in Löwen auf Straße ist und ja, die Reifen sind auf diesen Felgen übrigens 40 mm breit, also die würden auch in kein Rennrad, was wir kennen, mehr reinpassen. Also Gravelbike mit Schwalbe Pro One Stickbereifung hier bei Tiffany Cromwell. Schwupp, das Rad ist weg, Tiffany Cromwell musste weg. Ich bin auch gleich weg. Morgen geht's weiter mit Gravelbikes von der WM in Löwen. Schaut euch die Videos an, bleibt dran, abonniert unseren Kanal, wenn ihr benachrichtigt werden wollt. Bis demnächst.